Hallo allerseits, ich bin hier in München-Giesing bei den Z-Freunden International und ich bin hier bei Alois Forstner aus München. Der hat einen schönen Traum in Z im Maßstab 1:220 in einen Koffer gebaut. Der Koffer ist 1,30 Meter x 65 cm und hat alles drauf, was man so haben will. Stimmt, ja. Es ist meine Heimatgemeinde Reisting, nachempfunden. Ja, und wie gesagt, bisschen Gelände, bisschen Heimat, ja, und schöne Züge. Und was die Züge angeht, da ist auch auf der Anlage ein spezieller, ein Triebwagen, Doppelstock-Triebwagen, oder Doppelstock-Steuerwagen heißt es ja genau, der dann eine Kamera eingebaut hat. Genau. Das ist dieser rote Doppelstock-Steuerwagen. Dort befindet sich eine Funkkamera. Mit 5,8 GHz arbeitet die, ist also WLAN unempfindlich, hat bei freier Sicht eine Reichweite von 100 Meter und über Beamer kann man das Live-Bild super verfolgen. Das schauen wir uns dann sowieso jetzt nebenbei an. Ich habe dann noch ein paar Filmsequenzen, die ich machen möchte vom Zug selber, wie er fährt und was er in der Kamera zeigt. Aber wir können uns mal ganz kurz die Anlage selber nochmal anschauen. Gerne. Die Anlage wird hier digital betrieben oder analog? Die wird analog betrieben. Und die Anlage hat wie viele Weichen drauf? Die Anlage hat 6 Weichen, 2 Stromkreise und 2 Abstellgleise. Und die Anlage hat Züge, dann normale Serienmodelle, aber teilweise farblich selber gestaltet. Ja, ich habe zum Teil hier selbst gebaute Züge, die es nicht von Märklin gibt. Und ja gut, ist ein kleiner Reiz, die zu machen. Und sie machen mit Sicherheit ein gutes Bild auf der Anlage, wenn sie fahren. Das heißt, die Spezialitäten sind dann der gläserne Zug, kompletter Eigenbau. Richtig, der TE Ram und die V320 Diesellok. Alle mit Glockenankermotoren, ja, Haftreifen, fahren super. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Da arbeitet man eine Zeit lang hin, bis die Lok dann funktioniert. Die Lok selber irgendwie zu bauen ist weniger schlimm. Schlimmer ist die Lackiererei mit Airbrush. Und Airbrush-Lackierung haben Sie vorhin schon verraten. Sie haben auch eine Märklin E-Lok dann komplett farblich selber gestaltet. Richtig, genau. Das ist einmal diese Baureihe 101 im Modell Bahnland Bayern. Da haben wir auch hier noch eine 111er und einen Doppelstockwagen auch mit Bahnland Bayern. Und die Anlage, die Sie gebaut haben in den Koffer rein, das dauert eine Zeit lang, bis man sowas fertig hat. Wie lange muss man da ungefähr rechnen, bis man das gebaut hat? In etwa ein Jahr Bauzeit, komplett so wie es jetzt hier zu sehen ist, mit allem drum und dran, mit Bahnübergang, Elektronik, Lichtschranken, Beleuchtung. Dann haben wir das ZK-System, da fährt ein Bus mit Magnetband. Ja. Also ein K-System in Z? Ja, gibt es. Das heißt also ein N-K-System-Modul wahrscheinlich noch, so dass es in einen Omnibus mit reinpasst. Ich kann das gerne mal zeigen. So schaut das aus. Knopfzelle. Hier vorne ist der Magnet für die Lenkung des Busses. Hier der Motor. Und hier wird an- und ausgeschaltet. Und das Ganze läuft dann in dem Falle über ein Magnetband, das unter der Straße verbaut wird. Richtig. Und das Magnetband ist dann von der Dicke her... Die Dicke ist ca. 1,5 mm und die Breite sind 3 mm. Gut, das heißt, der Bus wird dann quasi von diesem Magnetband geführt und fährt halt mit Strom selber und kann dann Abzweigungen und Haltepunkte, das ist dann ähnlich wie beim VLK-System. Richtig, bei diesem Magnetbandsystem funktionieren auch vom Kalapar-System die Weichen, Stoppstellen und was halt noch so Parkplätze und so weiter kann man hiermit integrieren, das funktioniert. Das heißt, jetzt sind wir mal so weit, dass der Bus in Z dann maßstabsgerecht mit K-System fährt. Der Traum wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis wir so weit sind, dass ein Auto auch in Z-Maßstab fahren könnte. Ich glaube, da wartet man ein bisschen. Ja, es gibt Zugmaschinen schon und es gibt auch so Kleintransporter, aber man ist dran, die Sache automäßig auf die Schiene zu bringen. Und dieser Koffer, der ist wirklich transportfähig? Ja, das ist eigentlich ein Keyboard-Koffer.
für Musiker, wo normale Musiker haben. Ja, und dem alle die Karte reingeschnitten, hinten eine schöne Tapete mit Karwendelgebirge. Ja, ist ein bisschen Oberbayern, da wo ich herkomme, und ich hoffe, es gefällt. Gut, und gefahren wird dann mit 2 normalen Analog-Trafos, die man hier steuern. Der dritte, habe ich mir schon sagen lassen, ist Reserve. Und man muss auf so einer Z-Anlage jeden Platz ausnutzen. Auch das habe ich mir vorhin schon verraten lassen. Die ganzen Weichen und die ganzen Gleisabschnitte werden hier mit diesen Schaltern geschaltet, die hier unter dem Berg versteckt sind, weil man sonst irgendwo den Anlagenplatz einfach opfern müsste und man es sonst auch sehen würde, was die Optik der Anlage wieder dann beeinträchtigen würde. Genau so ist es. Also man muss sehr viel, ja, wie soll ich sagen, von vornherein denken, überlegen, was man machen will, was man Platz hat, und das muss man integrieren und dann, ja, kommt das raus. Eine kurze Frage, wie schwer ist denn der Koffer dann ungefähr? So 15, 20 Kilo? Ich habe ihn vor kurzem gewogen, der hat 16 Kilo. Also man kann ihn noch tragen. Ja. Also wirklich eine tragbare Anlage. Richtig. In Z ein ganzes Paradies. Genau. Und da haben wir dann, wenn es 65 cm breit ist, die Anlage, dann haben wir ungefähr Außenradius 30 cm und die Innenradien sind dann ungefähr 15, 20 cm. Genau, so in der Richtung, genau. Die dreierlei Radien, man merkt ihn. Und ja, jetzt funktioniert. Gut, dann bedanke ich mich beim Alois Forstner aus München für die Erklärungen zu dieser wunderschönen Z-Kofferanlage. Danke, bitte gerne.